In diesem Video starten wir einen Selbsttest. Du wirst herausfinden, wer und vor allem wie du bist. Ja? Und das machen wir so. Wir starten jetzt mal Folgendes. Ja? Ich stelle dir jetzt eine Frage und du wirst mir jetzt in deinen Kommentaren eine Antwort darauf geben. Und zwar am besten die Antwort, die du ganz intuitiv als allererster Impuls von dir gibst. Ja? Und zwar die Frage lautet: Was denkst du über die Welt? Schreib jetzt in den Kommentaren, pausiere das Video, schreib jetzt in den Kommentaren unten rein, was du über die Welt denkst. Wenn du das geschrieben hast, drück wieder auf Play. Gut, zweite Phase dieses Selbsttestes, und zwar: Was denkst du über andere Menschen? Pausiere das Video und schreib es in den Kommentaren unten hinzu. Jetzt hast du zwei Antworten, was du über die Welt denkst und was du über andere Menschen denkst. Ich möchte dir jetzt die Auflösung geben. Ja, und zwar: Deine Gedankenkonstrukte erzeugen deine Realität. Also sprich, welche Konstrukte, welches Weltbild hast du über die Welt und über andere Menschen? Was hast du dir aufgebaut? Welche Gedankensätze? Das wirst du jetzt unten in den Kommentaren stehen sehen. Ja? Und auch wenn du jetzt nicht zufrieden bist damit, egal, bitte lösche es nicht, denn es soll widerspiegeln einfach, was du darüber denkst. Du kannst es ja jederzeit ändern. Ja? Also, was denkst du über die Welt, was denkst du über andere Menschen? Ersetze jetzt bitte das Wort die Welt mit dem Wort dein Leben. Also, was denkst du über dich selbst? Jetzt kannst du nochmal runtergehen und kannst lesen, was du hingeschrieben hast. Was denkst du über dich selbst? Und ersetze dann das Wort andere Menschen mit dich selbst. Das heißt, die Frage lautet: Was denkst du über dein Leben und was denkst du über dich selbst? Das waren die zwei eigentlichen Fragen, die gestellt wurden. Ja. Wenn du das gelesen hast und ersetzt hast, dann wirst du wissen, was auf unbewusster Ebene oder auf subtiler Ebene du über die Welt, also über dich selbst und über dein Leben denkst. Denn, warum? Die Welt und die Menschen sind ein Spiegel deiner Seele. Deine Seele ist hierher gekommen, weil sie vorher in einem Zustand war, und zwar in einem Bewusstseinszustand. Und sie wollte sehen, in welchem Zustand sie war. Oder du bist jetzt aktuell hier und bist in einem gewissen Bewusstseinszustand. Und das, was du gerade über die Welt und über die anderen Menschen geschrieben hast, repräsentiert deinen aktuellen Bewusstseinszustand in Kombination mit das, was du darüber denkst, also deine Ketten, deine Realität. Du musst dir vorstellen, dass deine Gedanken und deine Weltbilder, die du über die Welt oder über andere Menschen hast, nichts anderes sind wie ein Rahmen, der deine Welt formt, der deine Welt, deine Fantasiewelt, deine Konstruktwelt stabil hält. Ja? Und das, was du halt über die Welt und über andere Menschen denkst, ist das, was du über dich selbst denkst, weil es ein Spiegel deines Zustandes ist. Ja? Also, die Welt und die Menschen sind ein Spiegel deiner Seele. Deine Glaubenssätze über die Welt und über die Menschen zeigen, was die Seele über sich selbst gerade denkt. Ja. Auch wenn es dich vielleicht schockieren mag, nimm es nicht so tragisch, denn es gibt eine Hoffnung. Die Hoffnung ist: Ja, du bist Schöpfer, du hast den freien Willen und du kannst in diesem Augenblick, wenn du möchtest, entscheiden, durch den freien Willen, den du hast, dein Denken zu verändern über die Welt und dein Denken über andere Menschen zu verändern. Vor allem schlussendlich über dich selbst. Ja. Willst du wissen, was ich über die Welt und über andere Menschen denke? Ich habe es notiert, weil das
werde ich dann selbst sehr oft gestellt, was ich darüber denke. Und zwar, ich kann es dir gleich mal auflösen. Ich denke, die Welt ist ein Paradies. Sie ist wunderschön. Ich liebe sie über alles. Und ich bin dankbar, hier sein zu dürfen. Und was ich über die anderen Menschen denke, ist Folgendes. Andere Menschen sind der Spiegel meiner Seele. Sie zeigen mir, wer ich bin, was in mir gerade vorgeht. Sie spiegeln mich. Sie sind liebevolle, großzügige und wunderschöne Seelen. Und ich bin dankbar für jeden Kontakt und jede Begegnung, wo sich eine Seele und eine andere Seele berühren. Oder ich andere Seelen nur umgekehrt berühren dürfen. Das ist das, was ich über die Welt und über andere Menschen denke. Wenn du möchtest, kannst du dieses Denken übernehmen. Wenn nicht, form dir was Neues. Und ich empfehle dir, dass du jetzt dich selbst kommentierst in deinen Kommentaren. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt in diesem Augenblick nochmal einen Kommentar schreiben, wo du in einem Kommentar ersetzt, was du jetzt über die Welt denkst und was du jetzt über andere Menschen denkst. Denn diese Gedanken über deine Außenwelt erzeugen eine neue Realität, neue Glaubenskonstrukte und diese erschaffen dann eine neue Welt für dich. Probier's aus, lass dich überraschen, auch wenn du nicht so an diesen Test glaubst und dass das kommt. Es ist tatsächlich so. Meine Erkenntnisse und die von vielen anderen haben gezeigt, dass das, was du über das andere denkst, deine Realität formt und deine Realität ist das, was schlussendlich du erleben wirst. Und wenn du in einer schönen Welt leben willst, dann form dir eine schöne Welt, die du liebst und form dir schöne Menschen, die dich lieben und umgekehrt und dann wirst du sehen, dass du im Paradies aufwachen wirst. Und das wird gar nicht so lang dauern. In diesem Sinne möchte ich noch einen Tipp geben und zwar am nächsten Dienstag kommt ein Video, wo ich auf dieses Thema aufbaue. Lass dich überraschen und wir sehen uns dann im nächsten Video und vielen Dank fürs Mitmachen des Testes und bis bald.